Heute ist der 13. Mai 2017 und ich mache meinen heutigen Test. Leider bin ich schon wieder ziemlich müde und wie ich herausgefunden habe, ist es sehr, sehr schlecht. Man sollte wirklich nicht müde sein. Ich mache es aber trotzdem, um einfach Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Ich beginne jetzt mal mit der Nummer 1. Und ich werde trotzdem wieder versuchen, am Anfang einfach nur auf das Bild, auf das Foto selbst einzugehen und ich werde erst später assoziieren. Und mein erster Gedanke ist zuerst mal ein Kreis und der zweite ein Auge. Also Kreis und Auge. Das ist der erste Gedanke mal, das besagt aber noch nicht sehr viel. So, Nummer 2. Und heute mache ich nur diesen einen Test, denn es hat, glaube ich, wenig Sinn, wenn man einen Test nach dem anderen macht. Es ist besser, man macht es nur so. Der zweite Gedanke ist ein offenes Dreieck. Und es kommt schon wieder nichts eigentlich. Ich habe da das Gefühl, dass da noch eine Linie ist, vielleicht so etwas. Das erinnert mich natürlich jetzt logischerweise an ein Haus. Von der Zeichnung her, was aber auch nicht sehr viel aussagt, weil ich jetzt versuche, die Gedanken, die ich habe, zur Zeichnung an sich zu erklären und zu verstehen, was das vielleicht sein könnte. Ich habe jetzt wieder so, diesmal nicht kreismäßig und augenmäßig, sondern so, würde ich sagen, mehr blumenmäßig das Gefühl. Und da irgendwas. Nummer 4. Ich denke derzeit, weil ich Blume gedacht habe, an Obst und Pflanzen. Aber das kann jetzt wirklich nur eine Assoziation sein, die sich aus der Zeichnung heraus ergibt. Und es gibt zwei verschiedene Formen der Assoziation. Das eine ist die Assoziation aus der Zeichnung heraus, wenn man versucht zu erklären, was man vielleicht gezeichnet haben könnte. Und das andere ist dann die freie Assoziation, die sich gar nicht mehr an der Zeichnung orientiert, sondern die einfach nur weiter in die Richtung geht, dass man herauszufinden versucht, was in diesem Bild zu sehen sein wird. Also das sind, glaube ich, zwei komplett verschiedene Dinge. Und jetzt habe ich nochmal die Zeichnung und die Zeichnung ist wieder so. Hat eben nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und das kann so augenförmig sein, es könnte aber auch sein, dass es oval ist, ganz einfach. Und man muss, wenn man sich auf die Zeichnung an sich konzentriert, sehr vorsichtig sein, dass man nicht eben da etwas hineininterpretiert, was nicht da ist. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ein Objekt im Zentrum ist. Zentrum. Und dann habe ich wieder das Bogengefühl. Das Gefühl, es wäre da irgend so ein Bogen und vielleicht da unten noch irgendetwas. Bogen. Ich bin jetzt noch immer bei der Zeichnung und nicht bei der freien Assoziation.
Ich versuche nur, mir zu denken, wo Striche hinzumachen wären. Und das ist in diesem Fall nicht sehr einfach. Jetzt habe ich so und kreuzförmig, so als wären da so, wobei ich glaube, dass dieses Kreuz, das war jetzt so eine spontane Idee. Und jetzt habe ich statt dem Bogen wieder den Kreis und so und so. Da fängt man dann natürlich wieder an zu rätseln, was könnte das sein? Ein Tier mit Hörnern beispielsweise oder so irgendwas. Das ist aber nicht diese freie Assoziation, die ich meine. Und die im Remote Viewing normalerweise angewendet wird, was ich eben leider zu wenig beherrsche. Ich komme über dieses rein zeichnerische Element nur selten hinaus. Vor kurzem war das so, aber jetzt bin ich wieder direkt drinnen und ich habe so das Gefühl, dass da lauter Striche sind, Bögen. Und das beeinflusst natürlich das Ergebnis sehr stark. Und da meine letzten Ergebnisse ziemlich falsch waren, versuche ich jetzt wieder zurückzugehen zur Zeichnung, zur reinen Zeichnung. Jetzt habe ich aber nicht die Blume im Kopf, sondern das ist jetzt schon fast eine freie Assoziation, sondern eher ein Löwengesicht oder so irgendwas in der Art. Und jetzt denke ich daran, dass da irgend sowas unten ist. So. Und ich denke an einen Baum. Baum. Vielleicht ein Baum und da eine Straße, weil ich habe immer das Gefühl, das geht da so rüber und da hätte man den Baum. Und wieder denke ich an ein großes Objekt, das im Zentrum ist. Und ich komme eigentlich nicht darauf, ich kann jetzt nicht sagen, was mir dazu einfällt, aber es sollte mir vielleicht was einfallen und ich werde dem jetzt nachgehen und ich denke zum Beispiel an einen Park. Man könnte im Zentrum von diesem Park etwas stehen, zum Beispiel eine Figur. Und ich möchte jetzt eben herausfinden, was besser ist, die freien Assoziationen oder die Zeichnung an sich. Und ich denke, so etwas Rundes und da steht irgendwas, aber es könnte natürlich, das ist jetzt eine Assoziation, da drinnen Blumen sein, beispielsweise. Aber in erster Linie denke ich an dieses Objekt, könnte auch ein Hut sein, aber das ist eben jetzt das zeichnerische Element daran.
Ich habe immer das Gefühl, dass da so was ist, so wie entweder eine Statue oder das wäre eine Statue, aber es könnte auch ein Springbrunnen sein, beispielsweise. Also wenn ich jetzt da das habe und da kommt dann das Wasser so raus und das wäre der Springbrunnen und der hätte dann da unten irgendwas. Also ich denke an einen öffentlichen Ort. Öffentlicher Ort. Das Objekt im Zentrum, das könnte eben, kann auch ein Becher sein. Ich denke immer, dass das so irgendwie ist und da entweder sind das Hände oder aber es ist etwas, das etwas festhält. Und weil ich da jetzt nicht mehr weiter kann, denn was die so normalerweise tun, es könnte auch ein Feuer da drinnen sein, eine Flamme. Und da denke ich eben wieder nur so, dass da irgendwas ist, was auch immer, und da ein Objekt ist und vielleicht dann da auch ein Objekt ist und im Zentrum das hier. Also diesmal was ganz anderes wieder. Es ist ein Versuch zu lernen. Gut, also ich habe Runden und ich habe das und das, sowas und sowas. Also ich denke, Wasser, Personen eher nicht. Vielleicht Pflanzen, das kann ich auch nicht sagen, oder Essen. Tiere eher nicht. Temperatur mittel, künstlicher und starr vielleicht und draußen. Das ist aber mehr oder weniger geraten. Ach, naja. Also das runde Objekt stimmt, das muss ich sagen. Aber das andere ist halt nicht so ganz passend. Es ist außen. Und es ist sozusagen umgedreht.